Ich sehe mein Doppelkinn. Hallo ihr Lieben, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir haben euch ja im letzten Video schon ein paar Bilder gezeigt, wie wir hier am Strand von Cabo de Palos sitzen. Es ist wunderschön hier. Mega schön. Es gibt zwei kleine Probleme. Es wird jetzt so, was haben wir jetzt? 1 Uhr oder so? Es wird saumäßig warm, geil für die Solarzelle, schlecht für uns und wir haben saumiesen Internetempfang. Darum packen wir jetzt ganz kurz den Bus zusammen, fahren rauf ins Dorf, um das neue Video für euch hochzuladen. Ach nee, Moment. Ich komme auch noch mit. Besser. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Wir brauchen noch Gemüse. Pflaumen, Gurken, Paprika, Champignons. Das ist aber kein Gemüse. Halt die Klappe. Orangensaft, das ist fast Gemüse. Wasser ist kein Gemüse. Bier wird aus Hopfen gemacht. Hopfen ist botanisch gesehen eine Frucht. Und botanisch gesehen gibt es auch keinen Unterschied zwischen Gemüse oder Frucht. Also ist das ein Gemüsesmoothie. Kein Gemüse. Gracias. Adios. Isst du brav dein Gemüse? Mhm. Wir haben gerade das Video hochgeladen und ich habe es fast noch befürchtet. Wir hatten 1000 Abonnenten, haben das Video hochgeladen mit dem Titel 1000 Abonnenten und in dem Moment, wo wir hochgeladen haben, plopp, 999. Als wir hochgeladen haben. Als. Wo wir hochgeladen haben. Ach, Sprachgebrauch. Wer auch immer das war witzig. Was ist denn los? Jetzt haben wir extra WLAN gesucht. Wir haben Schatten gefunden. Wir haben eingekauft. Und jetzt will ich endlich mal was Schönes machen. Können wir ein Eis essen gehen? Und uns den Leuchtturm ansehen? Bitte? Okay. Yay! Hast du Masken eingepackt? Nee! Yay! We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my Ice cream. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my
you agree? This is not the way it is supposed to feel. Oh, and I can see there are different paths laid out for you and me. 'Cause baby, I'm a true believer, and I wanna stay true to my feelings. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Und da sind wir schon wieder. Was ihr jetzt nicht mitgekriegt habt, es ist schon der nächste Tag. Gestern ging uns der Akku aus beim Filmen. Wir sind ja zum Leuchtturm gelaufen. Und das war eine Strecke von etwa, was waren das, 4-5 Kilometer oder so. Eigentlich war es voll doof, denn direkt vorm Leuchtturm gibt es einen riesen Parkplatz für Wohnmobile und Busse. Da stehen wir jetzt. Wir wollten einfach nochmal hier hin. Hier hat so ein paar Parkplätze draußen und der Leuchtturm, der ist direkt da oben. Das ist richtig cool. Ging aber nicht mal darum, dass ich nicht gerne laufe, sondern weil ich vor ein paar Tagen auf einem Berg hoch geklettert bin. War sehr schön. Ich blende sonst mal hier 1-2 Bilder ein. Es war so cool, aber ich hatte die falsche Unterwäsche an. Ich habe mir so einen krassen Wolf gelaufen. Ich konnte an dem einen Abend nicht mehr sitzen, stehen, laufen. Ich konnte nur noch auf dem Bauch liegen. War nicht lustig. Schreibt mal unten in den Kommentaren, wer von euch, egal ob Männlein, Weiblein oder alles dazwischen oder außerhalb, auch schon mal sich einen Wolf gelaufen hat. Und was man dagegen tun kann. Ja. Wir gehen jetzt nochmal zum Strand. Wie gesagt, an alle, wenn ihr mal in Capo de Palos seid und den Leuchtturm sehen wollt, hier ist ein riesen Platz für Wohnmobile. Ist echt auch super ruhig in der Nacht. Wir waren ja gestern bis, glaube ich, um 11 hier. Haben dann in der Nacht nochmal die Drohne steigen lassen. Also ist echt super. Und man hat direkt da hinten den Zugang zum Strand. Und da gehen wir jetzt nochmal runter. Hast du die Stirnlampe mitgenommen? Tipptopp. Sonst wird es ein bisschen zu dunkel. Da kommen wir nicht mehr nach Hause zu unserem Bus. Da müssen wir für immer am Strand bleiben. Ich habe sie noch gesagt. Da kommen ganz viele kleine Krebse aus dem Stein raus und wollen uns umbringen. Und sie sagt noch, nee, jetzt keine Krebse. Wo tritt sie fast drauf? Auf den Krebs. Ich sag doch, die wollen uns ans Leder. Ich habe seit Kroatien letztes Jahr habe ich irgendwie eine Krebsphobie. Ich finde die Dinger ja echt süß. Aber da letztes Jahr in Kroatien, da hat mich irgend so ein kleiner Krebs in den Zeh reingekniffen. Es hat auch nicht ordentlich wehgetan, aber ich bin so erschrocken und ich glaube, das hat mich traumatisiert. Das hat mich geprägt fürs Leben. Wir sind müde. Wir gehen jetzt schlafen. Guten Morgen. Da sind wir auch schon wieder. Wir nehmen euch jetzt gleich mit zum Strand und dann erzählen wir euch noch gleich was. Und da sind wir wieder. Es ist zwar schon Abend, wir haben den ganzen Tag lang Nix gemacht. Nix. Nix und doch vieles. Doch, du hast im Van ein paar Sachen repariert, neu gemacht und ich habe Hirn-Yoga gemacht. Wir haben noch ein Reel gemacht heute. Für die, die nicht auf Instagram sind, Reels sind die TikTok-Version von Instagram, genau. Ja, aber es macht für so kurze Videos macht echt viel Spaß und wow. Wenn ihr wirklich zeitnahe bei uns sein wollt und auf unserer Reise, wenn ihr also wirklich alles praktisch tagesaktuell mitverfolgen wollt, dann klickt doch mal hier unten, nee, nicht hier unten klicken, doch da unten in den Kommentaren auf den Link zu unserem Instagram-Kanal, wenn ihr Instagram habt. Abonniert uns da und dann seht ihr auch schöne, fast keine bearbeiteten Bilder. Das sind alle bearbeitet. Aber nur noch mal zu dem zurück, was wir eigentlich sagen wollten. Wir haben ja letzte Woche das Video hochgeladen, dass wir wieder unterwegs sind. Das war für uns so richtig
schön und boah, geil, wir können wieder reisen gehen, weil wir haben echt monatelang gar nichts mehr gepostet. I want to break free. Ich will jetzt ans Meer. Und wir haben einen kleinen Vorspann gemacht, so eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir alles in der Zeit gemacht haben, in welcher wir keine Videos gepostet haben, nicht wo wir keine Videos gepostet haben. Und dabei sind 2 Dinge erwähnt worden, die euch vielleicht noch interessieren. Auf die wir nicht näher eingegangen sind. Erste Sache war übrigens, welche von euch ganz fest kommentiert haben und gewünscht haben, dass wir nämlich die zweite Van-Tour verfilmen. Ihr müsst euch leider noch ein wenig gedulden. Es tut uns wirklich schrecklich leid. Warum? Wir können euch hier kurz zeigen, weshalb, nämlich wegen diesen schrecklichen Polstern. Wir haben Stoff bestellt und wir müssen wieder einmal auf ein Päckchen warten. Das ist so unser Ding. Wir müssen immer auf irgendeinem Paket warten Ja. und hängen dann wochenlang am selben Ort. Das Das erste macht Mal nix. in Griechenland, dann in Österreich. Sonne. Ganz kleines bisschen noch. Genau, aber ich glaube, das ist der Fluch jedes Reisenden irgendwie. Also von dem her, wir werden das so schnell wie möglich und so bald wie möglich nachholen. Aber noch ein kleines bisschen Geduld, bitte. Genau. Vielen Dank an alle, die sich die neue Roomtour gewünscht haben. Sorry, ich muss hier ganz kurz unterbrechen. Schaut euch diesen Sonnenuntergang an. Das Stativ war so schön positioniert. Egal. Aber das ist... Wow. Das ist übrigens die Skyline von La Manga. Die zweite Sache, auf die wir nicht näher eingegangen sind, war folgende Aussage. Wir schmiedeten Pläne, uns ein Haus in Ungarn zu kaufen. Wie bitte? Ein Haus kaufen in Ungarn. Also das passt ja mit unserem Namen Olaf in a Van gar nicht zusammen. Und unserem jetzigen Vorhaben, nämlich dem Reisen. Genau. Was steckt also dahinter? Wir haben unterwegs auch in Griechenland gemerkt und auch jetzt wieder in der Schweiz, als wir uns eine kleine Wohnung gemietet haben, wir haben gerne irgendwo eine kleine Base. Nicht um darin zu wohnen, sondern weil wir doch noch sehr viel Zeugs haben, das momentan bei meinem Papa gelagert wird. Grüße gehen raus an Papa, Dankeschön. Vielen Dank dafür. Stefanie hat ihren Goldschmiedetisch da gelagert, ihr ganzes Werkzeug und ich habe mein ganzes Studio-Equipment da und es reizt uns echt in den Finger. Wir sind ja relativ... Wir wären eigentlich Künstler, aber wir können uns nicht entfalten. Nur über euch. Ich bin Künstler, ich mache Kunst. Wir wollen gerne irgendwo etwas haben, wo wir sagen können, wir können dahin zurückkehren, falls mal irgendwas ist, falls der Bus kaputt ist, falls wir kein Geld mehr haben, falls wir mal sagen, Stefanie will mal wieder einen Monat in ihrem Atelier sitzen. Gibt es ein deutsches Wort für Atelier? Atelier? Atelier. Ich würde gerne mal wieder irgendwo ins Studio reinsitzen und ein bisschen Musik produzieren und das funktioniert im Van schon, aber nicht gut. Sagen wir mal bedingt gut. Ja, das ist der einzige Grund, warum wir irgendwo eine Base haben wollen. Und warum Ungarn? Der einzige Grund war, weil es in Ungarn saumäßig günstige Grundstücke und Häuser gibt. Und weil wir noch über Connections von einem Kumpel, von einem Bekannten, von einem Kumpel und einer Bekannten ein Angebot erhalten Freund haben. eines Freundes. Genau. Ein Angebot erhalten haben für ein kleines Häuschen in Ungarn. Wir wollten dann nach Ungarn reinfahren, aber Corona-bedingt haben die uns nicht über die Grenze gelassen. Dann haben wir in Österreich gewartet, Jo, haben ganz uns dann die Knie in den Bauch gewartet und Haben Dinge bestellt und wieder auf Pakete gewartet. und haben irgendwann beschlossen, ey, wir wollen nicht mehr warten. Die Grenzen können in 2 Tagen aufgehen oder in 2 Monaten oder in 20 Jahren. Ja, etwa so. Ja, und sind dann einfach nach Spanien. Noch ein kleiner Punkt zu Ungarn. Wir wollten und wollen eigentlich nicht politisch werden in unserem Kanal. Wollten wir nie. Aber wir haben trotzdem noch unsere eigene Meinung und ich sag mal, ja, unsere Wertevorstellung und was da mit Ungarn und Fußball in den letzten Wochen und der Politik so ein bisschen passiert ist. Die Leute, die Nachrichten gesehen haben, wissen, wovon wir reden. Wir sind sehr dafür, dass jeder Mensch so sein darf,
wie er sich fühlt und wie er glücklich ist. Und deshalb ist Ungarn auf unserer Prioritätenliste jetzt Ein bisschen nach unten gesagt. so viel dazu. Genau, und da Spanien so wirklich ein weltoffenes Weltbild hat und die Infrastruktur hier so wunderbar ausgebaut ist und es gefällt uns hier wirklich so gut, das hätten wir nicht gedacht, aber wir haben uns sofort in Spanien verliebt, wieder einmal. Ja, deswegen bleiben wir jetzt hier und lernen Spanisch. Warum wie denn mal? Weil wir vor 3 Jahren hier so ein kleines Treffen hatten. Ich bin damals mit meinem Wohnmobil nach Spanien runtergefahren, wollte eigentlich länger bleiben. Da waren wir noch gar nicht zusammen. Nee. Ich war dann in Valencia und zu meinem Geburtstag im Januar hat mich dann Stefanie besucht. Knapp eine Woche, 5 Tage oder so. Und das war so der Beginn unserer Beziehung, kann man sagen. Boah. Damals wussten wir noch nicht so genau, woran wir beide sind. Wir hatten schon ein Auge oder 2 oder 3 aufeinander geworfen. Ist aber immer so bei einer Beziehung so, man weiß nicht so genau, aber der Moment, als ich Stefanie am Flughafen in Valencia abgeholt habe, die da aus dem Gate rausgelaufen ist, habe ich gewusst, so, Okay, ja, bei mir war es genau gleich. definitiv. Das gibt was Längeres. Ja, und 5 Tage später habe ich dich zurück auf den Flughafen gebracht. Heulend. Nee, wir haben beide nicht geheult. Du hast geheult, als du dann reingelaufen bist. Und ich bin raus in meinen Camper rein und bin 300 Kilometer weiter südlich gefahren, um ja nicht in Versuchung zu kommen, wieder zurück in die Schweiz zu fahren. Und am nächsten Tag bin ich, glaube ich, 900 Kilometer zurück nach Barcelona gefahren an einem Tag und habe die Fähre wieder Richtung Italien genommen, um nach Hause zu fahren. Also du bist mit dem Flugzeug zu Hause gelandet und ich glaube 2 oder 3 Tage später stand ich dann vor dir. Ja. War eine witzige Aktion. Sehr. Ja, und seit da sind wir eigentlich 24/7 immer zusammen. So lange schon. Wir haben es nicht bereut, bis heute nicht. Nee. Langsam wird's dunkel. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und alle, die immer fleißig bis zum Schluss schauen. Wirklich, es ist so wichtig und ihr unterstützt uns so super toll. Wir möchten euch nicht missen. Ja. Bei uns ist es eigentlich wie bei den Marvel-Filmen. Am Schluss kommt immer noch was. Nach dem Abspann. Bleibt gespannt. Okay, vielen Dank und Bis zum nächsten Mal. macht's gut. Hey, ich suche ältere Männer. Geh mal auf den Campingplatz. Alisa Johansen. Hallo. Hallo. Magic Time schreibt. Hast du was Heißes und Hartes für mich? Ja, Olafs Auspuff nach 800 Kilometern Autobahn. So, ich glaube, die Zeit ist gekommen. Es wird zu warm. Ich nies mir mal kurz eine Glatze. Besser.